Hallo, heute möchte ich dir ein paar Blumen schenken und das mache ich auf eine andere Art und Weise, also ein anderes Video als sonst. Ich finde, gerade jetzt hat man oftmals keine Lust zu malen, möchte aber trotzdem ein bisschen kreativ werden und zur Ruhe kommen. Und da kannst du das eben auch gut machen, wenn du irgendwo sitzt, egal ob am Küchentisch oder auf dem Sofa oder irgendwo. Schnapp dir einfach ein Blatt Papier und einen Bleistift, lass die Fernbedienung liegen, mach was anderes. Und ja, dabei möchte ich dir heute einfach eine Inspiration bieten, denn es übt dein Handling, wenn du dir Objekte anschaust und einfach mal nachkrickelst. Und ja, das mache ich heute mit dir. Mit Farbe werde ich hier dann trotzdem im Video was machen und ja, dann guck einfach, was dich inspiriert. Ich bleibe jetzt bei dieser Blüte auf jeden Fall. Guck mir genau an, wie sie aussieht. Wo sind da helle Stellen, dunkle Stellen? Was für Linien sind da im Blatt? Wie sehen die Ränder aus von dem Blatt? Wie viele Blätter sind da überhaupt an jeder Blüte? Und da, ja, da schau dir am besten dein Original an, was du da hast. Und deine Zeichnung muss überhaupt gar nicht perfekt werden, das ist völlig egal. Ein paar Schwünge und ein paar Linien und die darf ruhig komplett anders aussehen. Wie sieht denn jetzt eigentlich der Grünton aus? Also du kannst es ja schön hier ranhalten. Ich zeige dir jetzt einfach mal, wie ich die koloriere, ganz simpel, und wenn du Lust hast, machst du einfach mit, schnappst dir einen Grünton, vielleicht hast du sogar noch einen, oder misch dir eben einen Farbton an. Mit Grün hast du einen viel besseren Einstieg in die Malerei als mit Rot und deswegen Grün. Du guckst dir jetzt an, wie sieht das da aus, wie sind die Übergänge von Rot zu Grün nachher. Ja, jetzt will ich spitze arbeiten. Der Pinsel ist nicht gut, der geht hier auseinander. Also den möchte ich jetzt nochmal tauschen. Der ist schön hier, der hat eine schöne Spitze, mit dem kann ich besser malen. Ja, und hier ist nochmal so ein Radiergummi, falls da noch irgendwo ein paar Linien sind, die du nicht haben willst. Das ist ein tolles Radiergummi an einem Stift. Und damit kannst du gezielt auch Linien einfach wegnehmen. Du kannst sie so rauspumpen und dann hat die eine schöne Spitze, dieses Radiergummi. Jetzt gehen wir aber zu dem Rot. Und ja, ich fange jetzt an mit Wasser. Das ist wie beim Aquarell. Du kannst jetzt bestimmen, bis wohin die Farbe läuft. Also ich arbeite auch gerade auf Aquarellpapier. Und ja, mal gucken, ob das klappt. Jetzt habe ich hier Acrylfarbe. Und jetzt kommt keine Farbe raus. Jetzt aber ein toller Moment, ist immer sehr spannend und du siehst, wie die Farbe jetzt läuft. Ja, das würde jetzt ewig weiterlaufen, bis eben das Wasser nicht mehr da ist, drunter ist. Und diesen Effekt kannst du auch nehmen und den genau andersrum auch setzen. Wenn du zum Beispiel Tulpen malst, dann kannst du das wunderbar mit Weiß auf Rot malen. Ja. Das sind tolle Effekte, die kannst du natürlich auch super in der gegenstandslosen Malerei nehmen und ja, umsetzen, ganz abstrakt. Ich habe definitiv nicht den Zwang, dass das jetzt so fantastisch real aussehen muss, sondern es soll dem einfach ein bisschen nahe kommen und achte einfach darauf, wo sind jetzt helle Stellen, wo sind dunkle Stellen. Und ziehe dann eben die Farbe so ein bisschen linienartig. Ja, diese Art des Kolorierens macht einfach auch Spaß, weil du kannst ein bisschen rumexperimentieren und gucken, wie die Farbe fließt und die einfach ein bisschen verziehen. Und ja, du lernst dabei ganz viel und natürlich kannst du es auch auf Leinwand umsetzen, genau so etwas.
Du kannst hier jetzt natürlich wunderbar einfach abschalten, dich einfach fokussieren auf etwas und alles andere mal vergessen. Das ist ja das Schöne an der Malerei. Und in der gegenständlichen Malerei hast du eben immer etwas, woran du dich orientieren kannst. Und dadurch ist es einfach ein bisschen einfacher. Für die einen. Für die anderen ist die abstrakte Malerei einfacher. Also je nachdem, wie dir was liegt, aber hier einfach mal was für die, die jetzt gerade keine Lust haben, sich Gedanken zu machen, sondern einfach ein bisschen abmalen wollen. Da ist das ja immer ganz schön, finde ich. Hier habe ich sie wieder, meine Linie. Sie taucht wieder auf und ja, so ein schönes knalliges Orange. Das macht natürlich Spaß und gute Laune. Werde ich noch etwas dunkler und ja, wenn du dich das auf dem Papier traust, dann doch auch ganz bestimmt auf der Leinwand. Also auch das sind tolle Übungen für die abstrakte Malerei auch, ja. Also ich hoffe, dir hat auch das Video gefallen, obwohl es so anders ist als alle meine anderen Videos. Also ein bisschen gegenständlicher, ein bisschen zeichnen, das kannst du immer gut mal zwischendurch machen. Das kannst du auch machen, wenn du jetzt gerade woanders vielleicht sogar bist und woanders malst, gar nicht zu Hause. Dann brauchst du nämlich nicht viel und kannst das mal machen zwischendurch zum Abschalten. Also schön, dass du da bist. Jetzt überreiche ich dir aber mal die Blumen, bitte schön, als kleines Dankeschön für dein Like und für dein Abo und für die vielen lieben Kommentare, die du mir schreibst. Und ja, danke einfach. Und ja, ich hoffe, dir gefällt das auch
dass du mal Blumen malst, mal realistisch zwischendurch. Aber es ist auch egal, ob das jetzt Blumen sind oder Autos oder was auch immer. Zeichnen und das Objekt kennenlernen gehört immer dazu, auch in der abstrakten Malerei. Da geht es einfach viel, viel einfacher. Und du kannst dich inspirieren lassen, jetzt zum Beispiel auch das Motiv auf so einem kreckeligen Untergrund zu malen. Und ja, da kommen schon wieder neue Ideen. Und ja, vielleicht fängst du jetzt einfach an und malst und hast Spaß und konzentrierst dich mal auf was anderes. Hier vorne sind sie schon, die Blumen. Und natürlich kannst du sie besser abstrahieren, wenn du vorher ein bisschen sie gezeichnet hast. Ja, das ist mein Tipp für heute. Auch wenn dir das vielleicht gar nicht so liegt, dann macht das gar nichts. Es soll immer eine Inspiration sein. Ich möchte gar nicht, dass du mich in irgendeiner Weise kopierst, denn das bringt dich nicht weiter. Und ich möchte dich einfach unterstützen, dir Inspirationen bieten und ja, dich animieren zu malen und zu zeichnen und kreativ zu werden, weil ich einfach weiß, wie schön das ist. Also danke für deine Unterstützung und danke für dein Like. Ich wünsche dir so eine wunderschöne Zeit.